Ich nutze den Samsung Odyssey OLED G8 nun schon seit etwa einem Jahr, hauptsächlich für Office-Arbeiten, Videoschnitt oder Gaming. Vor einem Jahr haben wir bereits ein Video zum Monitor gemacht und waren größtenteils echt begeistert. Den Link zum Video findest du hier. In der Zwischenzeit sind immer mehr OLED-Monitore von verschiedenen Herstellern rausgekommen und auch die Preise sind gesunken. Den Odyssey OLED G8 kriegt man jetzt bereits für unter 800 €. Ich habe damals noch über 1000 € gezahlt. Doch wie hat er sich nach über einem Jahr Nutzung geschlagen? Habe ich Burn-in und ist er immer noch der beste OLED-Monitor? Mittlerweile gibt es eine gute Auswahl an High-End OLED-Gaming-Monitoren zu akzeptablen Preisen. Nicht nur mit Samsungs Quantum Dot OLED Panel, sondern auch mit LGs vRGB Panels. Somit war der Zeitpunkt noch nie besser, dir einen OLED-Monitor zu gönnen und deinen alten LED-Monitor endlich in die Rente zu schicken. Ich habe den Schritt vor etwa 1,5 Jahren gewagt und mir einen Samsung Odyssey OLED G8 gekauft. Ein 34 Zoll WQHD Quantum Dot OLED Monitor mit 175 Hz. Und ich war absolut begeistert. OLED ist rein von der Bildqualität her einfach die beste Display-Technologie, die es momentan auf dem Markt gibt. Das perfekte Schwarz in Kombination mit den perfekten Blickwinkeln und den extrem guten Helligkeiten von bis zu 1000 Nits sorgt für ein unglaubliches Bild. Doch der OLED G8 hat natürlich seine Schwächen. Die habe ich bereits im ursprünglichen Test angesprochen. Doch mit den zahlreichen Updates hat sich einiges verändert. Die Lautstärke ändert sich jetzt nicht mehr einfach so random. Cool. Die Software sieht nun auch etwas anders aus als früher und wurde etwas performanter. Ich ziehe sie den klassischen Monitorsoftwaren ganz klar vor. Dank des Smart TV Prozessors kann das Bild bequem mit der mitgelieferten Fernbedienung umfangreich angepasst werden. So sind praktisch alle Einstellungen immer verfügbar. Das ist bei anderen Monitorsoftwares nicht immer der Fall. Den Pixelstreifen am unteren Rand gibt es leider immer noch. Ich vermute aber, das liegt daran, dass ich zwei Monitore nutze. Sobald ich auf das Fenster auf dem Odyssey OLED G8 klicke, verschwindet er nämlich wieder. Der OLED G8 hat fast keine Probleme mehr mit dem Aufwachen aus dem Standby. Seit dem neuesten Update schaltet der Monitor zu 99% der Zeit automatisch ein, wenn ich den PC einschalte. Danke Samsung, auch wenn ihr dafür über ein Jahr Zeit gebraucht habt. Ich weiß nicht, wie das bei anderen Nutzern aussieht. Falls du also einen OLED G8 hast, schreib doch mal in die Kommentare, ob das automatische Ausschalten bei dir nun auch funktioniert. Mit dem Kauf des Odyssey OLED G8 bin ich natürlich auch ein Risiko eingegangen. Vor allem bei OLED. Die Gefahr von Burn-in ist auch mit Quantum Dot OLED eine Realität, wie der Langzeittest von Ratings zeigt. Ich habe bis jetzt nach 1,5 Jahren Nutzung noch keine Anzeichen von Burn-in. Und ja, ich nutze den Monitor auch für Office-Arbeiten, für die Uni oder zum Beispiel um das Skript für dieses Video zu schreiben und das Video natürlich dann auch zu schneiden. Dabei habe ich die Taskleiste ausgeblendet und nutze etwa 40-80% der maximalen Helligkeit, je nach Situation. Die Frage, wie es nach der Garantie von 3 Jahren aussieht, bleibt aber offen. Immerhin inkludiert Samsung in der Schweiz Burn-in in den Garantieleistungen, weshalb man zumindest für 3 Jahre sicher davor ist. Ich vermute, das ist in Deutschland und Österreich ähnlich. Sobald ich aber Anzeichen von Burn-in feststelle, werde ich euch umgehend darüber informieren. Falls du das also nicht verpassen möchtest, lass doch gerne ein Abo da. Der Monitor funktioniert noch immer wie an Tag 1 und die Bildqualität begeistert mich jeden Tag aufs Neue. Ich habe keine Probleme mit der Textdarstellung aufgrund der Pixelanordnung. Wenn dich das jedoch stört, dann würde ich dir einen 4K OLED-Monitor empfehlen. Da die höhere Pixeldichte und die in den neuen Quantum Dot OLED Panels verwendete Pixelanordnung die Farbsäume weniger sichtbar machen. Mittlerweile gibt es auch zahlreiche neuere OLED-Monitore in verschiedenen Größen wie zum Beispiel 4K 240 Hz oder 1440p mit bis zu 360 Hz. Diese neueren Modelle bieten einen ganz klaren Vorteil durch die höheren Auflösungen und Bildwiederholungsraten. 360 Hz in Kombination mit der extrem schnellen Pixel-Response-Time der OLED-Technologie, also die Zeit, die ein Pixel braucht, um von einer Farbe komplett zur nächsten zu wechseln, eignet sich hervorragend für kompetitive Spiele wie CS oder Fortnite, weil dadurch das Motion Blur praktisch nicht mehr vorhanden ist. Doch leider gibt es immer noch keinen Ultrawide-Monitor in 4K-Auflösung, weshalb sich für mich ein Upgrade auch nicht lohnen würde. Und genau das Ultrawide-Format empfinde ich als optimal. Man kann perfekt 2 Programme produktiv nebeneinander nutzen und hat ein immersives Game-Erlebnis. Der Odyssey OLED G8 bietet eigentlich alles abgesehen von 240 Hz Bildwiederholrate im Vergleich zu neueren Ultrawide-Monitoren. Er ist bestimmt nicht mehr der beste OLED-Monitor auf dem Markt, doch die Upgrades zu neueren Modellen halten sich in Grenzen. Wenn ihr also ein gutes Angebot für den OLED G8 findet, könnt ihr meiner Meinung nach immer noch gut zuschlagen. Vielen Dank fürs Zusehen. Wenn dir das Video gefallen hat, gib uns gerne ein Like, abonniere den Kanal und klick auf die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Das war's mit dem Video.
Macht's gut, Freunde, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao!